Grüßt euch meine lieben Freunde und herzlich willkommen zur letzten Mappensichtungsepisode. 2 Episoden habt ihr schon gesehen, diese 2 hier. Falls nicht, empfehle ich euch diese zu schauen, bevor ihr jetzt den 3. Teil euch ansieht, um das Ganze besser verstehen. Aber auch wenn ihr jetzt neu seid, mache ich eine kurze Zusammenfassung. Also, ich habe ja einen Manga gezeichnet, Revenge of Medusa, mit 3 Kapiteln. Und dann dachte ich, okay, in der Schweiz gibt es keine Manga-Szene, gehen wir mal nach Leipzig an die Mappensichtung zu Ultraverse. Ich habe ja vorher noch fleißig Ultraverse und den Jo gestalkt und so. Und ich dachte, okay, das wäre cool, weil Gin und Banzabo, auch aus der Schweiz, so wie ich, haben es geschafft. Und durch sie bin ich auch auf die Idee gekommen, mal das Zeug zu zeigen, jemanden dort in Deutschland, ne? Ja, und dann war ich bei der Mappensichtung beim lieben Herr Jo. Er hat gesagt, nee, das passt nicht zu uns, das ist ein purer Underground-Manga, das kann ich nicht verlegen. Und dann bin ich zu Egmont und habe den lieben Micha kennengelernt und er hat gesagt, okay, cool, nice, ich bespreche das mal mit meinem Team und dann melde ich mich wieder bei dir. Okay, er hat sich nicht mehr gemeldet. Nach 4 Monaten ungefähr bin ich dann nach Mannheim zu Animagic und wollte nochmal den Micha konfrontieren und sagen, hey, hallo, du hast dich nicht mehr gemeldet. Ich hatte natürlich dann neues Zeug dabei und wollte wieder das Zeug mal zeigen, um zu hören, was die jetzt sagen. Ob er sagt, oh yeah, wir haben zusammen geredet, aber ich habe vergessen, es dir zu melden und so, wir nehmen dich unter Vertrag, machen wir was, veröffentlichen wir Revenge of Medusa. Das dachte ich zumindest, ne? Aber der Micha war gar nicht da, dafür nur der Marco. Und dann habe ich den Marco kennengelernt und der hat ein bisschen mein Zeug durchgeblättert und hat gesagt, okay, interessant, wie viele Bände willst du machen? Und ich sagte, ja, ich weiß noch nicht, bla bla. Ich will es mal raushauen und mal sehen, wie die Leute reagieren. Entweder kann ich das alles kurz zusammenfassen in 5 Bänden oder ich verlängere das Ganze, wenn das gut ankommt bei den Leuten. Dann sagt er mir, ja, weißt du, für eine Serie bist du noch nicht so weit, weil mit neuen Künstlern machen wir nicht sofort Serien, weil wir hatten schlechte Erfahrungen damit. Sie hatten schon mal so eine, wo sie fett 3 Bände angekündigt haben. Nach einem Band hat sie sich gar nicht mehr gemeldet und aufgegeben mit dem Ganzen und dann ist das eben scheiße für die Verleger, ne? Und dann sagte mir Marco, ich sollte mal einen kleinen Short-Manga machen, weil sie machen ja ab und zu so diese Short-Mangas, die sie raushauen. Habe ich jetzt eine ganze Weile nicht mehr gesehen, aber auf jeden Fall habe ich mir das dann zu Herzen genommen und ja, er sagte auch, wenn ich die Leute nicht mit 30 Seiten überzeugen kann, dann kann ich es auch nicht mit 30 Bänden. Und so ging ich dann wieder nach Hause, nach der 2. Mappensichtung. Also ich war ja eigentlich an ganz vielen Mappensichtungen, aber das war das 2. Mal, dass ich dorthin gereist bin an die Convention. Okay, und dann dachte ich mir, so, jetzt mache ich mal einen kleinen Short-Manga und zeige es wieder dem Marco. Und dann habe ich gehört von Erlangen, Comic Salon, der nur alle 4 Jahre stattfindet. Und dann dachte ich, okay, lass mal dorthin gehen. Ich habe wieder neues Material, fetten Ordner parat. Und ja, gehen wir mal hin und zeigen es nochmal den Verlegern. Aber vorher habe ich noch meinen eigenen Verlag gegründet. Mythos Manga und eine Toy Company, Mythos Collectibles. Warum? Wie kam ich auf die Idee? Das erfahrt ihr in diesem Video, meine lieben Freunde, während ich endlich dieses wunderschöne Bild von Revenge of Medusa X Neon Genesis Evangelion fertig ausmale mit Copic Markers. Oh yeah. Tja, vielleicht sieht man es mir nicht an, liebe Freunde, aber ich bin schon ein ziemlich hartnäckiger Motherfucker. Wenn ich etwas will, dann hole ich es mir, koste es, was es wolle. Aufgeben ist keine Option. Ich habe mich mit dem Gedanken abgefunden, dass niemand für mich Revenge of Medusa verlegen will. Und ich wollte das auch gar nicht mehr, weil es ist mein Baby und ich will es so machen, wie ich das will und dass mir keiner reinredet. Darum habe ich auch meinen eigenen Verlag gegründet, Mythos Manga, und mir gesagt, okay, Revenge of Medusa verlege ich jetzt selber und bringe das ganz groß raus, weil ich bin ja schon selbstständig seit fast 13 Jahren. Und will ich jetzt überhaupt irgendeinen Boss über mir, der mir sagt, was ich tun und lassen will oder nicht? Eher nicht, ne? Aber ich habe das als eine gute Gelegenheit angesehen, mein Manga ein bisschen passiv zu promoten, so im Hintergrund. Und darum dachte ich, okay, wenn ich jetzt
etwas Geiles mache für Egmont Manga, so einen Short, dann kriege ich ja schon mal die Bekanntheit. Ne? Wenn die Leute den Short Manga geil finden, dann werden sie sich fragen, wer ist denn dieser Künstler? Was hat er sonst noch so zu bieten? Und dann werden sie früher oder später auf Revenge of Medusa stoßen und dann werden sie sagen, boah, der hat ja schon einen ganzen Manga herausgebracht, lass kaufen das Zeug sofort. Drinky, water. Water, drinky. Let's go, Millie Erlangen! Mit einer neuen fetten Mappe und 30 Seiten Storyboard vom neuen Short-Manga bin ich nun nach Erlangen zum Comic-Salon mit dem Ziel, Marco zu finden. Und ja, hier sind wir schon beim Schlossgarten. Sehr interessant. Zum ersten Mal hier. Zuerst muss ich mich ein bisschen zurechtfinden. Links und rechts, wunderschöner Brunnen hier. Natürlich musste ich ein paar Videos machen. Und dann habe ich so verschiedene Zelte gesehen. Ziemlich vollgestopft das Ganze hier. In diesen Zelten hier waren überall nur Comic-Leute und das interessierte mich nicht so wirklich. Hier sind wir bei der Artist Alley. Das ist in einem anderen Gebäude. Sehr interessant, sehr geile Artist. Und hier ist auch so ein Comiczeichner, Sang Sing oder weiß auch nicht mehr, wie der geheißen hat. Der hatte hier so ein Panel über Pitchen beim Verlag. Und da hat er mir ja so verschiedenes Zeug gezeigt, wie man das am besten macht und so. Ich habe jetzt nicht wirklich was Neues gelernt, weil ich das alles schon kannte. Aber er sagte, schickt auf USA, Frankreich und so. Und hier drin haben wir Ultraverse, meine lieben Freunde. Seht euch mal die Schlange an. Das ist hier das Hauptzelt oder wenn man das Zelt nennen kann. Und da ich ein bisschen nervös war, bevor ich dort reingehe zu den Manga-Leuten, dachte ich, komm, ich muss jetzt schnell zur Bank, weil ich wollte ein paar Mal mit Karte zahlen, aber keiner wollte Karte nehmen, nur Cash. Hier, Sparkasse, ein bisschen Geld genommen und dann natürlich schnell eins getrunken für ein bisschen Energie wegen der Nervosität. So, und jetzt bin ich drin hier bei den Manga-Leuten und auf der Suche nach Ultraverse. Und wen haben wir gleich vor uns? Ultraverse. Ja, und dann habe ich noch kurz mit dem Jo geredet. Und dann ging ich was futtern, weil ich war sehr, sehr hungrig. Und dann ging ich ins Hotel, weil ich war auch sehr, sehr müde. Und herzlich willkommen hier in meinem Zimmer. Hier haben wir ein wunderschönes Bett. Ist nicht so groß. Ein TV haben wir. Und dann das Fenster, ja, das muss ein bisschen offen sein. Chilliges Bett hier. Oben gibt es auch noch ein Bett. Sehr interessant. Also, ja. Könnte ich sogar noch jemanden mitbringen, ne? Hier habe ich geraucht, obwohl es verboten war, aber macht ja nichts. Hier ein kleines Lavabo und hier eine ganz winzig kleine und sehr enge Dusche. Hier ist das Klo, auch ganz klein und süß. Und dann habe ich mich ein bisschen hingelegt und dann wurde ich wieder hungrig. Und dann ging ich so in ein Restaurant neben dem Hotel und dann habe ich so richtig fett reingebuttert. Alle Schweintorse, also fettes Fleisch, ich konnte nicht mal alles essen. Und dann ging ich schlafen, ja, und hier sehen wir schon am Morgen, ne, ein bisschen Eier und so, Frühstück und dann ein bisschen Kaffee. Und das war schon der erste Tag, meine lieben Freunde. Ihr seht, es ist so aufgebaut wie ein Tagebuch, weil ich diese Videos alles von einem Vlog wieder recycle. Ich habe ja noch einen serbischen YouTube-Kanal, Ducky Life, und dort habe ich das schon lange gepostet. Das war schon ja im 2024, ja. 30. Mai bis 2. Juni war der Comic-Salon Erlangen. Ja, und wie war nun mein erster Tag? Sehr interessant. Ich konnte ja nicht sofort ins Hotel, darum bin ich erst spät am Abend hingegangen, oder? Zum Einchecken. Und ich war so unterwegs, ich weiß gar nicht mehr wie lange, 6 Stunden vielleicht, keine Ahnung, war schon recht müde und dann noch voll nervös und so die ganze Zeit, obwohl es ja schon mein 3. Mal ist, so an einer deutschen Manga-Con. Und ja, dann habe ich auch noch den Jo getroffen, aber ja, er war irgendwie voll müde und irgendwie hat er auch gar keinen Bock, so richtig mit mir zu reden oder so, keine Ahnung.
ich habe wieder mal gefragt, und gibt es wieder mal Mappensichtungen? Und er meinte, nee, dieses Mal macht er gar keine Mappensichtungen und so. Und ich habe dann gemeint, ja, ich habe wieder neues Zeug hier und so. Er hat gesagt, ach komm, verschon mich jetzt mit dem, kommst du morgen wieder und so. Und ja, war ich ein kleines bisschen enttäuscht, aber ist auch verständlich. Ich denke, wäre einer so wie ich jedes Mal zu mir gekommen und mich genervt, hätte ich auch irgendwann gesagt, Alter, zieh Leine. Und dann ging ich weiter Ultraverse, nicht Ultraverse, sondern Egmont-Stand suchen, weil ich bin ja eigentlich wegen Marco dorthin, wegen dem Short-Manga. Und dann habe ich Panini gesehen, habe ich so einen Spawn-Comic ein bisschen umgeblättert. Ich habe noch keinen einzigen Spawn gelesen, jetzt schon, aber in dieser Zeit dort noch nicht. Obwohl der Todd McFarlane ein riesen Vorbild ist für mich, wie er das Ganze alles so geschafft hat, alleine und so. Auf jeden Fall war ich dort am Panini-Stand, so am Umblättern, in einem Spawn-Comic. Kommt irgend so ein Typ so hinter mir und ich so, was willst du? Alter Schwede. Und ich so, okay, hab so Platz gemacht, komm, willst du vorbeilaufen? Und er sagte, nein, ich habe gehört, wie Sie haben geredet mit dieser von Ultraverse und so, er hat keine Lust, eure Mappe zu sehen. Und ich so, ja, ich bin von einem Verlag und so, wir haben einen Verlag, neue Verlag und hier Karte. Hat er mir Karte gezeigt und so, ja, zeig mal. Und ich dachte, cool, ein Verlagstyp spricht mich einfach so an, ich soll ihm mal mein Zeug zeigen. Und dann, habe ich mal alles ausgepackt und so, haben wir uns hingesetzt. Er war noch mit noch 2 Mädels, die auch mit ihm zusammenarbeiten dort. Und er fand das voll geil, das Zeug, das Medusa, das erste kleine Büchlein mit den 3 Kapiteln und dann mit einem großen Ordner hatte ich auch noch dabei und dort war das ganze Buch, also dieses eigentlich. Nicht vergessen zu kaufen, diese meine lieben Freunde, Link haben Sie in Bio. Noch nicht in Deutschland erhältlich, aber sehr, 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 sehr bald. Auf jeden Fall, habe ich ihm so ein bisschen erzählt über meinen Struggle mit den Verlegern und so, wie lange ich eigentlich schon dran bin und so und das alles zu sexy und zu brutal finden. Und dann sagt er, nein, das ist nicht so brutal. Er ist übrigens Italiener, darum mache ich ein bisschen so einen komischen Mario-Akzent. Er hat gesagt, nein, wir haben viel brutaleres Zeug. Wir haben eine Comic mit Furries, Katzen, Wölfe, Hunde, keine Ahnung. Und da sieht man eine Szene, wie sie seinen Lümmel abschneiden und im Mund steckt. Und wir haben da keine Grenzen, keine Pardon. Und ich dachte, okay, cool, ja, mein Manga ist ja sehr, 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 sehr harmlos, wenn ich jetzt solche Sachen höre. Klar, man sieht ein bisschen nackte Brüste und so, aber keine expliziten und brutalen Szenen. Also noch nicht, im ersten Band noch nicht. Ja, und dann gab er mir seine Karte und so und ich dachte, okay, cool, ich überleg's mir mal. Er sagt, ja, wir nehmen alle, komm zu uns und so, wir finden das gut, das passt gut zu uns und so. Ja, okay, gut. Und dann habe ich den Egmont-Stand gesehen, wer war wieder mal dort? Der Daniel Eichinger. Habe ich gefragt, hey, wo sind die anderen hin? Wo ist der Misha hier oder der Marco? Haben sie gesagt, nö. Was, nö? Hey, mach keinen Scheiß, Alter, ich bin jetzt wegen Marco hierher gekommen. Ja, Marco kommt morgen wegen der Preisverleihung, wegen der Max und Moritz Preisverleihung kommt Marco extra vorbei, weil der Daniel Eichinger ja nominiert ist mit Jovan Tore und er kommt, um ihn zu unterstützen. Aber dort waren völlig andere Leute beim Egmont-Stand, ich habe die noch nie gesehen, keine Ahnung. Und ich wusste gar nichts von der Preisverleihung. Was? Max und Moritz Preisverleihung? Und dann habe ich mich so ein bisschen schlau gemacht und so und dann gesagt, okay, interessant diese. Ich glaube, man müsste dorthin gehen, ne? Am nächsten Tag habe ich mich entschieden, ein bisschen aggressiver an die Sache ranzugehen. Da bin ich sogar zu diesem Penis-Comic-Typen hingegangen, aber der hatte nicht mal Zeit, mein Zeug anzusehen. Dann habe ich diesen französischen Mangaka von Sweet Concrete kennengelernt. Er hat sich auch mein Zeug angesehen. Er ist jetzt bei Bunte Dimensionen unter Vertrag. Er hat mir noch ein schönes Artwork gezeichnet, das ich noch 10 Euro dazu zahlen musste. Wusste ich nicht. Dann habe ich dieses Fräulein hier getroffen. Sie habe ich schon mal an der Convention in der Schweiz gesehen.
und sie hat meine Hündin Hera gezeichnet. Guckt mal, ist sie nicht putzig? Natürlich liebe ich es, die selbstständigen Artists alle zu unterstützen. Und dann gab es so verschiedene Paneele hier und so Sessions, da haben sie geredet. Hier haben wir natürlich den Jo wieder mal mit der Gin Sabo im Hintergrund. Hier war das Thema Manga in Deutschland und ja, war schon ziemlich interessant. Leider zu überfüllt und ich habe ihn kaum gehört. Und dann habe ich irgendwelche interessanten Leute kennengelernt, mit denen noch ein Bier getrunken, ja. Und diese interessanten Leute waren David Fülecki mit Delphinium Prinz und seinem Kumpel Hugi Hugenschütt und noch der große Lange, den habe ich leider den Namen vergessen. Und hier haben wir endlich den Marco, wegen wem ich überhaupt hierher gekommen bin. Ich habe ihn ganz kurz getroffen im großen Manga-Zelt dort und er ist an mir vorbeigeflitzt. Ich sagte, hey Marco, hast du kurz Zeit? Und er sagte, nee, ich muss gleich los auf dem Panel und reden und so. Und natürlich musste ich ihn verfolgen. Und da seht ihr mich. Ich habe mich so kaputt gelacht, als ich das gesehen habe. Das Video ist vom YouTube-Kanal vom Comic Salon. Ja. Das war schon sehr, sehr interessant, das Ganze mal live zu sehen, weil bis jetzt habe ich das alles immer nur von YouTube aus beobachtet und war schon sehr, sehr interessant, was die alle hier zu erzählen hatten. Der David Fülecki, richtig cooler Typ. Wir haben uns sofort sehr gut verstanden. Der erzählte von einer Afterparty nach dieser Preisverleihung. Und ich dachte, what? Ich wusste von gar nichts, Mann. Und dann versuchte ich irgendwo ein Ticket zu ergattern, habe die ganze halbe Stadt bereist. Und dann, hatte ich es doch noch geschafft, ein Ticket zu ergattern. Natürlich musste ich schnell was essen, fette Currywurst und Wurstsalat bereit machen für das große Spektakel. Das letzte Mal, als ich in so einem Saal war, war in der Oper, als wir noch in der Schule waren, ja, irgendwie 5., 6. Klasse, so, ja. Ja, und hier beginnt die Preisverleihung und so. Ja, es hat mich eigentlich nicht so extrem interessiert. Es war ein bisschen langweilig für mich, aber ich hatte von hier aus den Daniel Eichinger und den Marco fest im Blick und habe sie ein bisschen gestalkt von der Seite. Hier, Jovan Tore wurde ja nominiert, leider hat es nicht geklappt mit dem Preis dieses Mal. Hier ist ein anderer nicht lustig Cartoons, kenne ich von irgendwo, ist glaube ich recht bekannt und so. Und ja, viele für mich unbekannte Künstler und Comiczeichner haben fette Preise. Was war denn der Preis, irgendwie Brot und so? Keine Ahnung, ich dachte, da gibt es so einen fetten Pokal oder ein Preisgeld, aber keine Ahnung. Ja, war schon eine interessante Show ein bisschen. Und ja, früher hat ja die Hella von Sinnen das Ganze moderiert. Weiß nicht, warum die jetzt nicht mehr da ist, aber war so ein anderer Schweizer Typ. Er hat einen schlimmeren Schweizer Akzent als ich. Und ja, ich freute mich auf die Afterparty, weil ich habe gehört, gibt's gratis Alkohol, gratis Bier, saufen, meine lieben Freunde. Und ich dachte, boah, da sind ja sicher alle Verlagstypen und so auf einem Fleck und alle sind besoffen. Da muss ich einfach hin. Hier von Delphinium Prinz spendiert. Voll geil, das muss ich natürlich filmen. Und dann großer Applaus, tralala. Und dann, wie geht's ans Eingemachte? Endlich mal ein bisschen Drinky, meine Freunde. Ganz, ganz viele neue Leute habe ich kennengelernt. Hier der Typ von Ultraverse, ich habe auch seinen Namen Johannes. Genau, Johannes war auch ein cooler Typ. Und dann habe ich noch andere Game Designer und Druckereitypen kennengelernt. Und ja, wir hatten es alle wirklich sehr lustig. Am Schluss bin ich noch mit den Delphinium Prince Typen, mit Hugi und dem Fülecki am längsten geblieben. Der Eichinger blieb auch noch ein bisschen mit uns, aber der ist dann ziemlich schnell gegangen und so. Ja, wir haben es echt übertrieben mit dem Alkohol und ich habe noch gefahren. Ja, aber ich konnte wirklich noch gerade stehen. Aber der Hugi, der war total am Arsch und ich dachte, oh Mann, den kann man nicht so gehen lassen. Komm Jungs, ich fahre euch ins Hotel. Tja, und leider unterwegs konnte Hugi das Ganze, was er in sich drin hatte, nicht in sich behalten. Und ja, zum Glück hat er das Auto drin nicht voll gesaut
aber außen die Tür war in einem ziemlich üblen Zustand, meine lieben Freunde. Ich musste das nachher alles alleine putzen und habe selber ein paar Mal fast kotzen müssen. Jawohl, ja. Aber halb so wild, das kann jedem mal passieren. Ne? Ich war glücklich, weil ich die neuen Leute kennengelernt habe und vor allem mit dem Füleki sehr gute Businessgespräche führen konnte, habe ich endlich mal so einen Gleichgesinnten gefunden. Er ist auch schon ewig in der Szene dabei und hat auch einen eigenen Verlag gegründet und ja, das finde ich wirklich sehr vorbildlich, sehr geil. Und natürlich habe ich auch den Marco dort getroffen, endlich. Habe ihm gesagt, hey Marco, endlich treffe ich dich hier und du hast ein bisschen Zeit für mich. Ich bin so lange hierher gereist, das nur wegen dir. Und ja, er fand es, glaube ich, schon cool irgendwo durch. Und dann habe ich ihm meine Mappe wieder in die Hand gedrückt und er hat gesagt, oh, das sieht ja schon einiges besser aus als letztes Mal. Und dann habe ich ihm auch gesagt, wegen dem Short-Manga habe ich ihm so ein bisschen das Storyboard gezeigt mit diesen 30 Seiten. Dann erklärte er mir, ja, wie das so funktioniert, bla bla. Und ich soll das Ganze mal pitchen, ihm eine Mail schreiben und das alles wirklich so ein bisschen schöner ausarbeiten, weil ja, auf dem Storyboard erkennt man nicht so viel. Und er hat mir seine Karte gegeben und ich war happy. Habe ich gedacht, okay, nice, success, mission complete. Und dann war ich wieder mal voll verkatert und total am Arsch. Aber zum Glück habe ich dieses Mal keine Überschwemmung ausgelöst im Hotelzimmer. Noch ein Tag war übrig, da musste ich natürlich auch noch mal hin. Und da habe ich endlich mal die liebe Rakami kennengelernt. Endlich mal live. Die mir so sehr geholfen hat mit allem. Und wer kommt hier als letztes? Der Füleki natürlich. Wieso wohl kommt er als letztes? Mysteriös, ne? Tja, und da ich ja so total am Arsch war und verkatert, habe ich mir nur noch dieses Panel hier angeschaut. War auch sehr interessant. Ich weiß jetzt das Thema nicht mehr, aber ich liebe es, all diese Artists anzuhören. Und dann wurde es endlich Zeit, mich zu verpissen. Zurück in die Schweiz, meine lieben Freunde. Bei uns in Serbien gibt es ein gutes Sprichwort, das heißt Treća sreća. Übersetzt so viel wie das dritte Mal wird's Glück geben. Ne? Und das war das dritte Mal für mich, dass ich nach Deutschland reiste, an die Comic-Cons, Manga-Cons, um mein Zeug zu präsentieren. Und es hat mir dieses Mal tatsächlich die Augen geöffnet. Ich habe wirklich alles gegeben, alles, was ich konnte. Ich sage immer, wenn du etwas willst, dann musst du alles geben dafür. Die sagen, ja, hat nicht geklappt, klappt nicht, ich geb's auf. Die haben es nicht gut genug versucht. Und ich konnte jetzt wirklich sagen, ich habe alles versucht. Alles habe ich gegeben, um einen Verlag zu finden für Revenge of Medusa. Ja, hätte ich einen Verlag gefunden und hätten sie gesagt, okay, wir nehmen dein Zeug an. Tja, hätte ich dann überhaupt angenommen? Und hätte ich gesagt, okay, machen wir. Ich glaube eher nicht, meine lieben Freunde. Warum? Das sage ich euch gleich. Am zweiten Tag habe ich so richtig Gas gegeben und ich habe überhaupt nicht mehr geschaut, wer ist Comic, wer ist Manga. Ich wollte einfach zu jedem Einzelnen hin und ich habe wirklich der Reihe nach allen, die einen Verlag hatten, mein Zeug vor die Nase geschoben. Und ich wurde wieder nur hin und her geschickt. Von allen Comic-Typen haben die gesagt, ja, das ist so sehr Manga, passt nicht zu uns. Und alle Manga-Typen haben wieder mal gesagt, ja, das ist so sehr Comic, das passt nicht zu uns. Immer das Gleiche. Und dann habe ich auch mit sehr, sehr, sehr vielen Artists geredet. Und sehr viele haben mir gesagt, für was brauchst du überhaupt einen anderen Verlag? Mach doch das Ganze lieber selber. Kein einziger Artist, Mangaka, mit dem ich geredet habe, konnte mit diesem Geld leben, was ihm die Verleger zahlen. Ich habe natürlich keine
genauen Zahlen bekommen von denen, weil über das spricht man ja nicht. Das ist so das große Geheimnis. Aber ich war natürlich intelligent genug und habe mir alles schön rausgepickt. Auch aus verschiedenen Interviews mit den Artists habe ich ganz genau zugehört. Ein Künstler erzählte, ja, in Deutschland könnte man mit diesem Gehalt etwa 3 Monate leben. Okay, 3 bis 4 Monate hat er gesagt, um es nett auszudrücken. Ne? Und dann habe ich gerechnet, was ist so ein durchschnittlicher deutscher Lohn? Vielleicht 2000, vielleicht ist 2000 auch viel, korrigiert mich bitte, falls ich daneben liege, ich habe wirklich keine Ahnung, aber ich würde jetzt mal sagen 2000 Euro monatlich. Für 4 Monate, das wären 8000. Okay, ja. 8000. Sagen wir mal einfach aufrunden und sagen wir, es sind 10.000 Euro, die ihr bekommt von einem Verlag für ein Buch. Ein Buch. An diesem Buch seid ihr 1 Jahr dran. 1,5 vielleicht, wenn ihr wirklich Gas gibt und voll detailliert. Und ich weiß ja, wie es ist, einen Manga zu machen. Also da hat man gar keine Freizeit mehr. Da ist man nur noch am Zeichnen und man muss nur noch funktionieren, um das auch wirklich zu schaffen in der Deadline. Man opfert so viel. Man opfert seinen Rücken, seine Gesundheit, seine Familie und seine Freizeit. Ganz, ganz, ganz viel. Klar machen die das alles sehr gerne und so. Und das ist alles schön und gut. Und sie sind dann dort und signieren und wow und schön und werden gepriesen von den Fans. Aber mit der Kohle kannst du gar nichts machen. Ne? Und alle sagen immer, ja, ihr braucht einen normalen Job, man kann nicht leben davon, weil der Markt in Deutschland ist einfach viel zu klein. In Frankreich und in den USA, da leben die Artists von dem Gehalt, das sie bekommen zum Zeichnen, aber hier nicht. Und wie gesagt, 10.000 Euro für ein Jahr, Alter, das mache ich hier mit meinem Tattoo-Studio in einem Monat. Und darum habe ich gedacht, nee, ein Verlag kommt überhaupt nicht in Frage. Ich mache das alles selber. Ich habe ja meinen Verlag schon gegründet, Mythos Manga und die Toy Company Mythos Collectibles. Ich habe jetzt mein Manga rausgebracht, genauso wie ein richtiger Verlag. Wie wenn ich zu einem Verlag gegangen wäre. Wäre nichts anders gewesen. Doch, es wäre jetzt in Deutschland überall erhältlich. Da bin ich jetzt noch ein kleines bisschen am Struggeln, das Ganze nach Deutschland zu bringen. Aber ich habe schon einen wunderbaren Partner gefunden. Ich will euch jetzt noch nichts dazu sagen, aber ihr werdet es schon sehr, sehr, sehr bald erfahren, meine lieben Freunde. Hier in der Schweiz kennt man mich jetzt als ersten Schweizer Manga-Verlag. Und das ist doch schon etwas, ne? Wenn ich mir überlege, in der Geschichte der Schweiz ist noch keinem die Idee gekommen, einen Manga-Verlag zu gründen. Wieso? What the hell? Dude, ich bin der Erste. Ist das zu fassen? Schon ein geiles Gefühl, ne? Was ist denn jetzt mit der Toy Company, fragt ihr euch bestimmt. Ja, ich arbeite mit chinesischen Fabriken zusammen, die Figuren herstellen von Naruto, Dragon Ball, One Piece, Sailor Moon, Yutus, Kotobukiya, Mighty Jacks, falls euch die Namen etwas sagen, Good Smile Company. Jupp, die machen diese Figuren, die ihr zu Hause in eurer Vitrine habt. Und ich bringe jetzt meine Characters auf den Markt als wunderbare Figuren. Bleibt gespannt. Ich will jetzt noch nicht zu viel verraten, aber ich mache das sehr wahrscheinlich in einem nächsten Video. Rede ich mal ein bisschen über die Figurenentwicklung.
bleibt gespannt. Darum würde ich sagen, like and subscribe, meine lieben Freunde. Diese Freiheit, die ich habe, die Bücher zu drucken, wann und wo ich will, zu welchem Preis ich sie verkaufen will, was in dem Manga vorkommt, was ich mit meiner Zeit mache, wie ich das Ganze promote. Ich kann machen, was ich will. Und das ist mir wirklich mehr wert als alles andere. Diese Selbstständigkeit, die ich schon seit 13 Jahren eigentlich betreibe, sozusagen, will ich auf keinen Fall missen wollen. Niemals. Never. Was wurde jetzt aus diesem Short-Manga? Den werdet ihr eines Tages sehen auf mythosmanga.com. Und hier ist das Bild. Endlich fertig. Revenge of Medusa X Neon Genesis Evangelion. Ich hoffe, es gefällt euch. Schaut mal den Link unten in der Beschreibung. Da könnt ihr fettes Merch von diesem kaufen. Wie zum Beispiel dieses sexy T-Shirt. Es ist zwar sehr, sehr dünn. Hier haben wir auch noch eine Medusa. Und ein bisschen durchsichtig, aber ich liebe dieses Material. Sehr geil. Oder natürlich Fine Art Prints, verschiedene. Oder natürlich eine wunderschöne Tasse. Checkt das ab, meine lieben Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat meine Reise irgendwie inspiriert oder so. Dass es euch auf jeden Fall Spaß gemacht hat, zuzuschauen, zuzuhören. Wir sehen uns spätestens auf der LBM im März. Da bin ich mit meinem eigenen Stand. Mythos Manga. See ya, my dear friends. Peace.